war bei mir so, dass ich jung gekommen bin und ich habe gerade voll eingeschlagen. Ich hatte nie Zeit oder so, um mit Rückschlägen auch umzugehen, gross. Ich bin mir das lange nicht gewohnt, dass es auch, dass man nicht immer gönnt, ist klar gewesen, aber dass man mal so richtig eins auf den Deckel bekommt, haben wir das erste Mal Zeit. Bonjour, bienvenue à Grimentz dans le Val d'Anniviers. Très belle météo pour cette 30e édition du Grand Raid dont nous allons suivre ensemble une bonne partie et le dénouement pendant 3 bonnes heures sur RTS2 et sur Canal 9. Es sind Emotionen, die man mit dem Rennen verbindet und ich freue mich, ich bin motiviert und ich bin wirklich heiß drauf, um es besser zu machen als das letzte Jahr. (16) war es, das erste Rennen. Natürlich komplett falscher Ort gewesen. Zu wenig trainiert, nicht gewusst, was mich erwartet und extrem gelitten. Ich hatte das erste Mal Krämpfe dort, ich nicht gewusst vorher, was da ist. Und dann ein Jahr später war halt das Rennen wieder das Gleiche. Und dann hat mich schon der Ehrgeiz gepackt, um einfach zu probieren, wie schnell ich fahren kann, wenn ich es ein bisschen kenne, wenn ich ein bisschen besser trainiere und so weiter. Und dann konnte ich bei den Hobby-Junioren gewinnen. Und ab da habe ich eigentlich den Weg ein bisschen eingeschlagen. Ja, habe ich den Schritt zum Profi gewagt mit 22, was dann noch sehr jung ist für die Disziplin. Und dann recht schnell Fuß fassen, also ein Jahr später schon EM- und WM-Medaille gewonnen. Und dann war eigentlich der Weg frei gewesen, um die Karriere zu starten, so wie es jetzt ist. Ich habe die Höhepunkte in 2016 sehr bewusst wahrgenommen, weil ich habe schon mal 2008 so ein Jahr gehabt, wo ich einfach, da habe ich die WM und die EM-Medaille gewonnen und praktisch auch jedes Rennen können gewinnen. Und da habe ich aber nicht gewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Das ist für mich ist es immer gut gegangen bis dort und dann bin ich da oben und ich habe nicht gewusst, dass es mal runtergeht. Dann habe ich halt eins auf den Deckel bekommen, darauf runter, die Jahre drauf, das gehört dazu. Darum habe ich gewusst, man kann nicht immer oben sein. Und im 16, als ich so viel gewinnen konnte, habe ich wirklich jedes Rennen extrem genossen und ich konnte es sehr gut wahrnehmen. Im 16 war sicher der Höhepunkt, also ich würde sagen 2. Das Cape Epic ist klar, das ist etwas, da muss man als Marathon-Mountainbiker mal gewonnen haben. Und das habe ich hier geschafft. Und das Zweite war der Grand Raid, wo ich unter 6 Stunden gefahren bin und noch nie jemand geschafft sonst. Und da bin ich auch stolz drauf. Erzähl mal, Urs, ein kurzes Fazit von deiner Saison bis dahin. Verschissen. Ganz ehrlich gesagt. Nein, es ist enttäuschend gelaufen bis jetzt. Es ist super vorbereitet über den Winter. Und nachher das erste Ziel, das Cape Epic, ist einfach in die Hose. Ganz ehrlich, wir hatten keine Chance gehabt. Das war für mich recht enttäuschend und ich musste recht lange daran kämpfen, bis ich es verarbeitet habe. Und plötzlich war es halt so Sommer. Nachher musste ich halt ein neues Ziel finden, einfach, um wieder Motivation zu haben, Freude zu finden wieder. Und das sind jetzt eigentlich die Rennen im August. Und jetzt die ersten 2 sind halt wieder nicht so glücklich. Also in Ischgl hatte ich ein bisschen Rückenweh gehabt, bin am Tag nachher krank gewesen und da weiss ich auch, warum ich Rückenweh hatte. Und jetzt vor einer Woche zu Grindelwald hatte ich einfach Materialpech gehabt, nach dem Sturz Rahmen gebrochen, musste aufgeben. Nichtsdestotrotz, die Form stimmt jetzt super. Morgen kommt mein Lieblingsrennen und auf das freue ich mich und ich hoffe, dass morgen wirklich alles zusammenpasst und dann kommt es gut.
Die Atmosphäre, die ist also ich habe immer weiche Knie. Ich stehe am Start, ich weiss, was kommt. Rundherum sind die grossen, hohen Berge. Und wenn ich eigentlich daran denke, was wirklich kommt, dann weiss ich, das ist gar nicht machbar in 6 Stunden, die Distanz und die vielen Höhenmeter. Und trotzdem schaffen wir es. Und ich muss mich sofort wieder abschalten, den Kopf, und darf gar nicht daran denken, was kommt, weil sonst habe ich schon verloren. Dann geht es aber los am Start, das ist immer noch speziell. Es wird erst recht hell, es ist so früh am Morgen. Und dann bin ich aber im Rennen und dann bin ich voll konzentriert und freue mich eigentlich auf jeden Meter, der vor mir liegt, weil ich liebe es. Ja, es ist schnell etwas passiert in dieser gefährlichen Abfahrt und man liegt irgendwie am Boden. Das will man eigentlich nicht. Also das heisst wirklich, da an diesem Rennen bis zum letzten Meter volle Konzentration und einfach aufmerksam sein. Und das ist erst im Ziel, wenn man wirklich im Ziel ist. Mais ce matin, c'est le Grand Raid qui a monopolisé l'attention, le marathon alpin entre Verbier et Grimensk, qui a tourné à la galère pour Urs Hubert, l'Argovien, 5 fois vainqueur de l'épreuve, a été victime d'une lourde chute, laissant libre cours aux Italiens qui ont fêté d'ailleurs un joli doublé au terme des 125. Das war so ein bisschen wie ein Neuanfang. In dem Moment schon, als ich dort gelegen bin. Und mir gerade klar war, egal was es ist, ich habe gemerkt, das Schlüsselbein ist gebrochen, aber ich habe nicht gewusst, wie schlimm und so weiter. Ich habe gerade gewusst, ich fahre diese Saison kein Rennen mehr, egal wie schlimm das ist, auch wenn es noch möglich wäre mit Würgen und Brechen. Und das Zweite war, dass ich stärker zurückkomme. Ich bin am Samstag gestürzt, am Montag operiert worden. Ich bin am Dienstagabend wieder heim. Und habe dann gewusst, ich brauche jetzt vor allem Abstand von dem ganzen Sport, also vom Rennsport in dem Sinn. Ich habe die Rennen noch minim verfolgt am Rand, das Resultat, aber es hat mich relativ kalt gelassen. Es hat mir auch nicht wehgetan, dass ich nicht fahren konnte. Es war ja gerade eine Woche später die Schweizer Meisterschaft, das heisst, ich habe das Trikot verloren, kampflos. Hat mir auch nicht wehgetan in dem Sinn. Ich habe mich dort schon gefreut auf das neue Jahr, auf das, was kommt. Und das war für mich extrem wichtig, dass ich im Kopf eben so den Schnitt machen kann. Das ist mir gut gelungen. Und dann bin ich aber viel gelaufen, einfach so für mich, 4-5 Stunden am Zeug rumgelaufen. Ein bisschen wandern so in dem Sinn. Einfach, dass ich mich bewegt habe, weil ich habe gemerkt, ich brauche Bewegung. Ich kann nicht da hinhocken oder den ganzen Tag. Ich habe auch viel natürlich Krafttraining gemacht, wie ich immer gemacht habe, aber speziell auch für die Schulter. Ich habe da wirklich gut geschaut, Physiotherapie auch gemacht und die Sachen, ja, die nötig waren, habe ich gut und bewusst und konsequent gemacht und darum ist die Schulter schnell wieder gut geworden. Also Schlüsselbein, die Beweglichkeit ist gut und ich bin jetzt eigentlich von dem her eingeschränkt in diesem Bereich. Da bin ich sehr zufrieden, wie das verlaufen ist.
2017 war das Problem im Kopf, ganz klar. Also körperlich bin ich gut drauf, ich war am Cape Epic auch gut drauf, ich bin auch nachher hätte ich gut drauf sein können, aber ich habe es im Kopf nicht geschafft, um mit der Enttäuschung umzugehen, um es richtig einordnen, um auch abschliessen und vorzuschauen, wieder ein Ziel setzen und wieder sich auf etwas Neues einzustellen. Das ist die Erfahrung, die ich das erste Mal gemacht habe, die mich schon weitergebracht hat und auch in Zukunft extrem wertvoll wird sein, die Erfahrung. Rückblickend muss ich vielleicht sagen, wenn ich andere Unterstützung noch hatte in diesem Bereich letztes Jahr, wäre es vielleicht letztes Jahr schon besser gelaufen. Aber ich hatte es nicht und es war das erste Mal für mich. Ich bin halt auf den Kopf gefallen. Ich bin schon manchmal auf den Kopf gefallen in meiner Karriere, aber es hat mich immer weitergebracht und darum wird mich auch da weiterbringen. Man wird sich bewusst, wie klein man ist als Mensch. Es ist alles stärker als man selber und gleich extrem schnell macht man eine extrem verrückte Distanz, lehnt man zurück in dieser Umgebung. Ja, auch die Leute, die wissen, was man macht. Also es stehen zwar nicht so viel am Streckenrand, aber die stehen, die haben eine extrem hohe Hochachtung vor uns und unsere Leistung respektieren. Und das merkt man einfach als Athlet und gibt auch so ein bisschen Bestätigung in dem, was man macht. Und alle Athleten haben riesen Respekt vor dem Rennen und alle wollen es mal gewinnen unbedingt. Morgen ist für mich ganz klar der Sieg das Ziel. Der zweite Rang zählt nicht für mich morgen. Ich bin super drauf, eigentlich gut vorbereitet. Ich fühle mich gut und es ist mein absolutes Lieblingsrennen. Und ich werde versuchen, nach 2 schwierigen Jahren morgen wieder einmal zu gewinnen. Das wäre wirklich fast ein Traum. Und die Taktik ist ganz einfach, von Anfang an Vollgas rennen, von Anfang an hart machen. Ich denke, das ist die beste Taktik für mich und macht die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit zum Gewinnen am grössten. Le Grand Raid de BCDS, c'est 4 parcours différents. Il y a... Les conditions sont superbes aujourd'hui. André Page, vous qui avez vécu pas mal de grands raids sur le terrain, là aujourd'hui c'est vraiment top pour les coureurs et pour les spectateurs. Ces images de l'hélicoptère, magnifiques conditions pour ce Grand Raid 2019, 30e édition, la toute première c'était en 1990. On va revenir assez largement tout à l'heure sur l'histoire de ce Grand Raid, sur les éditions précédentes.
passage complètement impressionnant de par le rythme. On les a vus en train de pousser le vélo légèrement en avant. Ours Hubert très courbé sur la machine. Et puis juste derrière, eh bien, Alban qui était en train d'organiser la chasse. Il a basculé l'Autrichien avec environ 150 mètres de retard. Alors, inutile de vous dire, il faut pas arrêter à la tente du ravitaillement. Et regardez, on est juste à l'arrivée, on est sous l'arche. La partie finale, c'est pas compliqué. C'est 35%. Ours Hubert va s'adjuger pour la 6e fois le Grand Raid, la première depuis 2016. On sait que ça s'était mal passé ces 2 dernières années. Cette fois-ci, voilà, il répond de la plus belle des manières. C'était le favori. Il a parfaitement assumé ce statut. Ziel erreicht, es hat gelangt, 6. Sieg am Grand Raid. Ich bin überglücklich, aber ich musste brutal kämpfen. Heute war ein harter Tag von Anfang an. Ich habe schnell einmal gemerkt, dass es hart wird, aber für den Grand Raid kann ich ein bisschen mehr leiden.